Hallo zusammen, danke, dass Sie wieder dabei sind. Jura aus Sibirien ist wieder da. In diesem Video möchte ich das Thema der Auswanderung in die Mongolei fortsetzen. Und zwar, ich möchte hiermit etwas präzisieren, was ich im früheren Video von mir gesagt habe. Ich will nicht falsch verstanden werden. Deswegen mache ich dieses zweite Video, um etwas zu präzisieren. Und zwar, ich habe im vorigen Video gesagt, dass es sich lohnt, in die Mongolei zu ziehen, nur dann, wenn ein hohes Einkommen zuwinkt. Aber dieser Ausdruck kann falsch verstanden werden. Das muss nicht so verstanden werden, dass die Ausgaben hier in der Mongolei höher sind als in Deutschland, ganz umgekehrt. Damit meinte ich die Motivation, um in die Mongolei auszuwandern. Aber wenn Sie schon motiviert sind und ein Interesse für das Land haben, dann brauchen Sie keine Motivation in Form eines hohen Geldbetrages. Das habe ich gemeint. Eigentlich kann man in der Mongolei mit dem Einkommen $1000 sehr gut leben. Besonders wenn sie allein stehen sind. Ja, man kann auch zu zweit hier mit $1000 leben, aber dann muss man sparsamer werden. Noch einmal, $1000 sind genug, um in Ulaanbaatar gut genug zu leben. Das reicht bis zum Abwinken. Zum Beispiel $1000, das sind 3,5 Millionen Tugriks und davon zahlen sie 1,5 Millionen Tugriks für die Miete. Und dann, es bleiben noch ihnen 2 Millionen Tugriks. Das können sie für das Essen, wahrscheinlich manchmal für die Kleidung ausgeben. Das reicht bis zum Abwinken, wie gesagt. Und deswegen besonders anlockend sieht das aus, wenn sie ein Einkommen online beziehen, das heißt im Internet arbeiten, oder wenn sie schon in der Rente sind und die Rente auf die Karte überwiesen bekommen können. Ja, das ist sehr vorteilhaft. Ansonsten gibt es gar keine Probleme, um in der Mongolei zu leben. Nur die kalten Temperaturen können manche Leute aus Europa abschrecken, hier auf Dauer zu bleiben. Aber von Mai bis Oktober kann man in der Mongolei sehr angenehm leben. Ganz zu schweigen, die Aufenthaltsgenehmigung lässt sich ganz einfach bekommen und man kann sie dann weiter verlängern lassen, wenn es notwendig sein wird. Also kein Problem. Mit Russland ist es wahrscheinlich schwieriger wegen der Aufenthaltsgenehmigung, aber in der Mongolei ist das gar kein Problem. Die Hauptsache, sie haben ein Einkommen, im Durchschnitt $1000. Das ist so ein optimales Minimum und man kann natürlich mit weniger klarkommen, aber dann muss man sparsamer werden. So ist die Meinung. Ich will richtig verstanden werden. Ich will alle Missverständnisse vermeiden. Und haben Sie weitere Fragen zu diesem Thema, dann können Sie in den Kommentaren gerne schreiben. Also, das war's für heute von mir. Danke fürs Anhören. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.